So Musikkassetten sind schon was Schönes irgendwie. Egal ob für das Retro-Feeling, zum Sammeln oder Verschenken. Und noch schöner ist es beim Verschenken, eine selber zu bespielen, mit der eigenen Songauswahl. Doch, wie soll das denn gehen? Vor allem wie frisch aus der Fabrik? Das erkläre ich euch in dieser Die Basics Episode. Gute allerseits. Wir sind ein Tech-Kanal, wo ja so Audiozeugs auch Platz haben darf, ne? Denn manche sind vielleicht noch am Shoppen für Weihnachten und wollen eventuell mal was Außergewöhnliches verschenken. Und da ist doch so eine Musikkassette doch etwas. Jeder weiß damit anzufangen, es ist wirklich etwas anderes und gerade für Musikliebhaber ist die Kassette ein Symbol für Musik. Ja, ist halt schon was anderes, diese auf einem Kassettenplayer zu spielen, wie vom Handy aus zu streamen, ne? Und ich will euch hier zeigen, wie im Intro gesagt, wie man denn so eine Kassette denn bespielen kann. Aber nicht irgendwie, sondern dass diese auch wie aus der Fabrik sich anhört. Ja, das geht. Hier mal eben ein kurzer Vergleich, damit ihr seht, was euch erwartet. Okay, ich muss zugeben, mein Kassettendeck, was ich hier habe, das muss vielleicht mal zum Service, weil es immer so ein kleines Schluckaufgeräusch drin ist, aber es hört sich doch gut an, oder? Da gibt es halt dann 3 Sachen, die ihr haben müsst, um dann solche Aufnahmen gut machen zu können. Das erste wäre definitiv eine verlustfreie Quelle des Audios, was ihr aufnehmen wollt. Entweder direkt von einer CD, einer qualitativ hochwertigen Audiodatei wie im WAV- oder FLAC-Format, oder bei einem Streaming-Anbieter die höchste Qualität auswählen. Bei Apple Music kann ich High-Res Lossless wählen, was etwas Overkill ist bei Kassetten, aber wir wollen ja eine sehr hohe Qualität drauf haben. Bei Spotify geht das auch, bedenkt aber, dass Spotify und auch YouTube die hohen Frequenzen teilweise weglässt, was die Qualität negativ beeinträchtigen kann. Und verbindet alles mit einem Kabel, denn über Bluetooth oder so wird auch alles komprimiert, was wir nicht wollen. Oh, und stellt auch sicher, dass keine Werbung euch dazwischen kommt, aber dazu später ein bisschen mehr. Ja, aber jetzt kommen wir nämlich mal, was ihr denn physisch hier zu Hause braucht, um auf diese Bänder aufzunehmen. Aber fangen wir mal an hier mit den Kassetten an sich, denn Kassette ist leider nicht gleich Kassette. Nun, das denken, also zumindest denke ich so, viele, dass eine Kassette einfach Kassette ist. Aber nein, dem ist nicht so. Es gibt 4 Typen an Kassetten, die alle verschiedene Qualitäten haben und bei einem oder anderen besser sind. Diese sind in Typen nummeriert von 1 bis 4. Angefangen mit der Typ 1 Kassette, auch Ferro genannt. Diese sind die einfachsten und qualitativ schlechtesten Kassetten, sind aber in den Höhen aber gut geeignet. Weiter geht es dann mit den Typ 2 Kassetten, auch Chrome genannt, und die sind die meistverbreitetsten Kassetten. Die hören sich besser an als die Ferro und haben guten Bass. Die Chrome-Kassetten sind auch die Kassetten, die meistens auch verwendet wurden, wenn man denn Musik im Laden dann erworben hat. Die waren auf einer Chrome-Kassette bespielt. Hersteller hatten dann mit den Ferrochrome-Kassetten, also den Typ 3 Kassetten, etwas ausprobiert, um die Vorteile von den Typ 1 und Typ 2 Kassetten zu vereinen. Hat das funktioniert? Nein. Die Ferrochrome war ein Flop, weswegen ihr da euch auch nicht wuschig machen müsst, so eine zu finden. Und zu guter Letzt gab es die Metallkassetten, auch die Typ 4 Kassetten. Die sind wirklich im Premium-Bereich und kommen auch an die Qualität einer CD ran. Tja, an so welche ranzukommen, ist zwar nicht schwer, aber teuer, da es eben im Premium-Bereich waren und die meisten mit den Chrome zufrieden waren. Oh, und übrigens, an sich steht auch der Typ der Kassette immer auf der Kassette selber drauf. Sonst ist es auch immer an den Löchern oben zu erkennen. Wenn oben nur so ein schmales Loch ist, ist es eine Ferro. Wenn es so ein bisschen breiter ist, ist es eine Typ 2 Kassette. Und wenn in der Mitte dann noch 2 Löcher vorhanden sind, dann ist es eine Metallkassette. Um es kurz zu sagen, weil das habe ich irgendwie im Skript nicht reingeschrieben, ich weiß auch nicht warum. Und bei den Metallkassetten vor allem hat es auch Rekorder benötigt, die eben auf die Metallkassetten auch Musik bespielen konnten, da die eben einiges an Power benötigt haben. Was mich zum nächsten Thema bringt, die Auswahl des Kassettenrekorders. Also es gibt ja so einige davon und fast jeder Player kann auch Kassetten bespielen. Wenn ihr denn aber wirklich gute Ergebnisse haben wollt,
dann schaut eher bei solchen Decks eher rein im Hi-Fi-Bereich. Dort sind wirklich fast alle guten Modelle, wo ihr nicht groß auf was achten müsst. Außer bei dem Dolby-System. Okay, was ist damit jetzt gemeint? Das ist bei den Kassetten die Rauschunterdrückung. Das ist wie etwa bei jedem Mikrofon, was auch Rauschen hat, wenn man es denn ganz laut abspielt. Und bei einer Kassette ist das nicht anders. Nur etwas mehr, was das Dolby-System abmindert. Und es gibt dort Dolby B, C und S, was eben die Qualitätsstufen sind, die über die Jahre kamen. Oder bei sehr alten Kassettendecks steht auch nur Dolby System drauf, was aber Dolby B ist, da dort noch niemand wusste, dass es noch Dolby C geben wird. Und Dolby S ist wirklich ein System, was die beste Rauschunterdrückung hat und bei einer Metallkassette fast 1:1 CD-Qualität hat. Und wenn ihr selber nach einem Deck sucht, stellt sicher, dass das Dolby S hat, denn das ist für die heutige Welt ein bisschen so ein Zeichen, dass es wirklich ein sehr hochwertiges Deck ist. Ja, etwas schwer zu finden halt, da Dolby S wirklich zum Ende der Kassetten kam und sich niemand darüber aufgeregt hat zu der Zeit dann. Nun gut, wir wissen jetzt also, wie die Audiodateien sein sollen, was für Typen es gibt und welche Kassettendecks es gibt und welche was taugen. Kommen wir nun jetzt aber mal zum Eingemachten. Jetzt eine Kassette zu bespielen. Und zum Schluss eine Demonstration nochmal von der Audioqualität, wie ich es euch eben hier gezeigt habe. Und da präsentiere ich mein Audio-Setup. Ja, gefühlt die Hälfte davon benutze ich nicht, aber mein Onkyo-Receiver schon. Dann ein gewöhnliches CD-Deck und Minidisc-Deck, wo, denke ich, noch ein Video folgt. Ganz normaler VHS-Rekorder und ein Plattenspieler. Ja, das gehört halt eben dazu irgendwie. Doch die Hauptattraktion ist das Kassettendeck. Das Sony TC-K461S. Ein super Teil, was zwar keine Ferrochrome unterstützt, aber Dolby S hat und Auto-Calibration. Das ist ein Feature, was wir uns hier zu Nutzen machen. Um es kurz zu sagen, SBE spielt die Kassette kurz, um die optimalen Einstellungen zu haben für die eingelegte Kassette zum Bespielen, da halt jede Kassette wirklich etwas anders ist. Ich nutze hier eine Chrome-Kassette, da dies auch die Typen sind, die häufig bei Musik genutzt worden ist. Dann tun wir alles verbinden mit einem Kabel. Stellt beim Kassettendeck Dolby B an, da damit alle Aufnahmen damals gemacht worden sind. Nach dem Kalibrieren des Decks müssen wir noch die Aufnahmelautstärke einstellen, was anhand des Displays machbar ist. Hier für den Song an der lautesten Stelle starten und dann ist auf dem Display ein roter Balken hier zu sehen, was euch empfiehlt, wie laut es sein darf, ohne dass es übersteuert. Da würde ich auch am besten empfehlen, ein bisschen zu leise, vielleicht ein Tick zu leise wie zu laut, denn zu laut ist dann auch scheiße. Alles eingestellt? Super. Dann könnt ihr den Track dann alles auf 0 setzen, die Kassette an den Anfang spulen, auf den Deck Record drücken und Play auf dem Abspielgerät. Und ja, das dauert eben dann so lange, wie die Titel, die ihr drauf spielt, lang sind. Ja, und es wird halt eben auch live drauf gespielt, deswegen, wie vorher gesagt, ist es am besten, wenn ihr keine Werbung da habt. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr auch die andere Seite noch bespielen, aber mir reicht das erstmal. So, und hier habe ich nun eine Kassette bespielt, wie ich es euch auch eben erklärt habe. Als Info, ich habe hier auch meine Hintergrundmusik drauf, da ansonsten YouTube kommt und sagt, ich nutze irgendein Audio von jemand Fremden. Und wenn ich doch mal hier das YouTube-Partnerprogramm aktivieren sollte, würde ich nicht die Kohle kriegen. Aber hier jetzt eben für den Vergleich zwischen der Datei und der Kassette, die wir eben hier gemeinsam eingespielt haben. Konntet ihr das vergleichen? Hier nochmal ein Vergleich. Ja, kann man fast nicht unterscheiden, da dieser Vergleich beides dieselben Tonspuren waren jetzt eben. Also da seht ihr, oder eher hört ihr, dass wenn man Audiokassetten mit hochwertigem Zeug bespielt, diese sich immer noch exzellent anhören können. Und ich denke mal, ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, wie man solche Kassetten ganz einfach bespielen kann. Das war jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk, oder? Wenn man es dann einmal kapiert hat, geht es wunderbar. Wunderbar wäre es auch mit einem Abo bei mir, für mehr solcher Textsachen und alles weitere, was da kommt. Und ich gehe jetzt erstmal Musik produzieren, um das auf Kassetten zu spielen. Und bis dahin, man sieht sich.